Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kati und ich möchte mir heute mit dir zusammen meine Häkelprojekte anschauen. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags immer ein Video zu meinen Häkelsachen. Ja, ich hatte ja gefragt das letzte Mal, welche Projekte interessant wären. Und ja, 2 Projekte haben sich da hervorgetan. Und an den beiden habe ich auch gearbeitet dann die Woche. Ja, gearbeitet, also an denen habe ich halt gehäkelt. Ja, das ist einmal mein Raglan-Jäckchen mit der Drachenkönigin aus dem Shop. Jetzt muss ich mal kurz gucken, habe ich noch was drin. Aus dem Shop, aus einem Etsy-Shop von Katrinchen Kirschblüte. Sie hat auch einen YouTube-Kanal und macht viele schöne Anleitungen und wickelt auch selber die Garne, die Bobbel hier. Das sind die Unikati-Bobbel und wie gesagt die Drachenkönigin. 1000 Meter ist ein Vierfachgarn und ja, bin ich immer noch sozusagen am Weiß mit Vanille. Aber nicht mehr lang, dann kommt der Wechsel. Darauf freue ich mich jetzt auch schon. Ich habe jetzt den oberen Teil soweit gehäkelt. Das ist mit einer 3,5er Nadel. Verhäkle ich ihn und da bin ich jetzt in der Runde sozusagen, wo ich jetzt schließen würde für die Arme. Mensch, ich muss kurz sortieren, denn ich würde das gerne richtig einmal zeigen. So, ja, so sieht er aus. Und ich habe jetzt hier nochmal den 9 Rundenstart und jetzt werde ich auch hier rechts und links einmal schließen, wie gesagt, für die Arme. Denn das reicht bei mir. Das soll ja nur ein leichtes Sommerjäckchen werden und das ist komplett ausreichend für mich jetzt. Das sind jetzt, ich glaube, 10 oder 11 Reihen. Ja, wenn du natürlich, jetzt darfst du dich nicht stören, ich habe ja dran gezogen, da ist das jetzt ein bisschen ausgebeult. Wenn du jetzt natürlich noch einen Pulli oder sowas drunter ziehen wolltest oder wenn ich das machen wollte, würde ich das hier nochmal, ich glaube mit 2 Reihen, nochmal draufsetzen, dass diese Armöffnung einfach ein bisschen breiter einfach ist, ja. No. Aber das kannst du immer variieren, das kannst du anprobieren. Du kannst ja hier so ein kleines Klemmerchen dran machen oder so ein Maschenmarkierer dran machen und das Ganze dann mal anprobieren. Und dann kannst du testen, ob das für dich schon ausreichend ist oder halt eher nicht. Und wenn nicht, häkelst du noch mal was dran. Und wenn du der Meinung bist, du hast zu viel gemacht, dann ziehst du es halt wieder ein bisschen auf. Das ist das Schöne an dem Raglan. Das kann man variieren, wie man das möchte. Du siehst, hier oben habe ich noch ein kleines Muster drin. Ich bin dann übergegangen in die Stäbchen. Und die Stäbchen werde ich jetzt auch noch ein bisschen weiter fortsetzen. Also noch so ein paar Reihen noch dazu nehmen, also so 5 oder 6 Reihen. Hatte ich mir überlegt, werde ich noch mal mit Stäbchen dann am Körper häkeln und dann wechseln in ein Muster. Welches Muster, das weiß ich noch nicht, muss ich mir mal anschauen. Ich habe da noch keine genaue Idee. Das hier sind die Fäden vom Anfang hier. Ich werde auch hier noch einen Abschluss dran häkeln und dann werde ich mir hier den Faden noch mal rausziehen und dann etwas schöner vernähen einfach. Der ist hiermit eingehäkelt. Du siehst, ich kann den rausziehen. Hier. Und
Ja, dann wird das ein bisschen hübscher gemacht. Ja, ein paar Reihen kamen hier dazu. Bin ich ganz zufrieden mit. Völlig in Ordnung. Und wie gesagt, jetzt wird gewechselt und dann geht das Ganze auch ein bisschen zügiger von der Hand. Habe ich immer das Gefühl. Ich finde immer oben am Raglan, finde ich, bei mir persönlich, dauert das immer halt ein bisschen länger. Ja, mal schauen. Und es sollen auch die ganzen 1000 Meter rein. Zumindest gehe ich jetzt davon aus, es könnte sein, wenn ich am Schwarz bin und mir die Reihen dann ausreichen, dass ich vielleicht aufhöre. Aber auf alle Fälle das komplette Lila und Teil von dem Schwarz soll auf alle Fälle mit reingehäkelt werden. Ja, denn ich möchte gern den kompletten Verlauf sehen von der Drachenkönigin. Sehr schönes Garn, lässt sich auch wie gesagt super häkeln und verarbeiten. Es liegt schön in der Hand, gleitet gut über die Nadel. Sehr, sehr gerne. Ja, wo ich noch ein bisschen dran gehäkelt habe, ist hier an meinem Osterhäschen. Also die Osterweste, die Sternenweste mit einer Dreiernadel. Ja, ich habe es ein wenig gequetscht. Und das ist einmal ein Garn von Miss Pimpinella, vierfädig, 900 Meter. Und der soll auch komplett in diese Sternenweste gehäkelt werden. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit dem kleinen hier, sonst habe ich mir da ein paar Knoten reingemacht, obwohl ich das nicht wollte. Deswegen, ich stelle ihn schnell wieder zurück und lasse die Finger davon. Du kannst sie auch so zusammendrücken, da passiert gar nichts normalerweise. Oder wenn du ihn immer in dem Beutelchen hast, dann kann man auch von innen raus häkeln. Also zusammengefallen ist er mir noch nicht. Du hast ja gesehen, ich habe hier mein Projekt drauf gestopft und dadurch habe ich ihn etwas zerdrückt. No? Aber normalerweise ist mir da jetzt so noch nichts passiert. Ja, das hier wird die Sternenweste. Irgendwie habe ich es mit den Westen, gell? Der Raglan-Weste, Sternenweste. Ah ja, gut. Und jetzt muss ich kurz gucken. Doch. So. Da hatte ich ja die Arme schon, also die Armlöcher schon gemacht. Und jetzt wird einfach nur noch drumherum gehäkelt. Ja. Kam auch nicht so viel dazu. Es kam jetzt eine Reihe dazu. An der zweiten bin ich dran. Du siehst es hier. Und da kommt Reihe 2. Aber ja. Ich wollte es dir trotzdem zeigen, weil ich es, wie gesagt, diese Woche einfach in der Hand hatte. Und dann möchte ich das dir auch zeigen, dass du da so ein bisschen den Fortschritt einfach siehst. Ja. Hier bei dem Arm darfst du dich nicht wundern. Ich habe da hier ein paar mehr Maschen dazu genommen, weil ich das anprobiert hatte und ich fand das einfach ein bisschen bequemer. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal nicht dazu gesagt. Ja. Also oben Kopf, die Arme und das hier wird Rücken und ja, hinten Po. Das geht über den Po nachher drüber. No. Ja, gefällt mir aber auch sehr gut. Ist eine schöne Sache. Ist super einfach gehäkelt mit dem V-Muster. Und auch hier das Garn ist wirklich sehr angenehm. Lässt sich schön verarbeiten. Da kann man, oder kann ich nicht meckern. Wirklich sehr schön. Auch mit dem Bunten hier drin, das ist ja komplett bunt. Da ist kein richtiger Farbwechsel drin, sondern die Fäden laufen einfach in den 900 Metern einmal komplett durch. Ja. Aber wie gesagt, gefällt mir auch sehr gut und lässt sich auch schön arbeiten.
Ja, und dann bin ich auch schon ratzfatz durch. Kommen wir zu dem letzten Projekt. Ja, das häkle ich auch mit einer Dreiernadel. Hier mit der Nadel von Prüm. Und dem Knäuel hier Flower Moonlight. Das ist Baumwollepack und Metallic. 1000 Meter. Ist so ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Ich finde, durch den Goldfaden ist das so ein bisschen weihnachtlich. Und die Farben hier erinnern mich sehr an so Schokozimt. Ja. Aber trotzdem, da muss ja sozusagen nur noch das eine Hexagon fertig gehäkelt werden. Und dann hat man das Oberteil schon mal. Ne? Und da soll ja noch nachher aus den Brauntönen, ich habe den ja zweimal aus den Brauntönen hier, soll dann noch ein Rock dran gehäkelt werden. So, ich mache mal noch kurz den Schlaufenhalter rein, den Maschenhalter. Da hatte ich nämlich die ganze Zeit keinen. Und ja, der kringelt sich so ein bisschen, aber das ist normal, weil das ja mit Reliefstäbchen gehäkelt ist. Und da kam hier 1, 2, bei der dritten Reihe bin ich dran. Durch die Reliefstäbchen habe ich das Gefühl, dauert das auch ein bisschen. Aber wenn du auch siehst, das ist ja jetzt auch schon, also ja, die Seiten sind auch schon ein bisschen größer, nur die ziehen sich halt immer wieder zusammen durch die Maschen und sie kringeln sich halt. Ja. Aber gut. Ich hatte jetzt mal gezählt und ich glaube, es fehlen noch 5 Reihen für dem anderen Hexagon gleich zu sein. Ja, die schaffe ich auch noch und dann, der sieht so klein aus. Es sieht so gequetscht aus. Aber gut, es ist halt so. Ja, genau. Und dann häkle ich den zusammen und dann will ich, wie gesagt, noch unten den Rock dran häkeln. Das habe ich letztes Jahr im Herbst angefangen. Es wird Zeit, dass es fertig wird. Ja, und das sind auch jetzt eigentlich die Projekte, wo ich auch diese Woche gerne dran weiter häkeln möchte. Ich hatte letzte Woche schon wieder so Lust auf ein Tuch, das hatte ich ja schon gesagt, hatte mich aber dann zurückgehalten, weil ich dachte, kannst du ja nicht jedes Mal was Neues anfangen, wenn du noch andere Projekte hast, die noch gar nicht fertig sind. Ja, also da konnte ich mich noch zurückhalten. Da hat mein Verstand ja noch gesiegt. Aber mal gucken, wie das so weitergeht. Ja, mal schauen. Auch dieses Garn ist wirklich schön. Es ist schön zu arbeiten. Das ist ja so gezwirnt, gedreht. Lässt sich sehr gut häkeln. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit diesem Goldfaden hier mit drin. Der ist mir manchmal bei der Nadel hängen geblieben. Ja, aber jetzt nichts Schlimmes. Mit der Prümnadel geht es super. Das ist wirklich schön zu häkeln mit ihr. Mit meiner Metallnadel ging das nicht so gut, muss ich ehrlich gestehen. Also da hatte ich ein paar Probleme. Aber jetzt mit ihr, na wo ist sie? Da. Mit ihr funktioniert das wirklich einwandfrei. Sehr schön. Manchmal liegt es halt auch einfach an einem selber, dass man sich mit der Nadel nicht so wohl fühlt. Und wenn man die dann gewechselt hat, dann geht es auf einmal wieder. Ja, also teste dich da ruhig ein bisschen aus. Ich glaube nicht, dass ich damit alleine bin.
Manchmal ist es ja auch so, dass andere vielleicht besser mit den Holznadeln häkeln können. Gibt es ja auch. Oder es gibt Acrylnadeln. So eine würde ich ja gerne mal ausprobieren. Das habe ich noch nicht getan. Ich habe meistens entweder hier die Nadeln halt. Die Nadel mit einem Griff war ich früher auch nicht gewohnt. Erst nachdem meine Schwester mir eine geschenkt hatte zum Testen, habe ich mit denen dann angefangen zu liebäugeln. Vorher hatte ich nur ganz normal Metall. Also kein richtiger Griff hier hinten dran, sondern ganz normal Metall. Ja, und dann hatte ich die Prümnadeln. Die sind auch ganz schön. Die sind ja hier jetzt ein bisschen dicker, liegen dadurch aber ganz gut in der Hand. Ich halte meine Nadel meistens so. Es gibt auch Leute, die halten ihre Nadel wie ein Stift. Ja, je nachdem, wie du es gewohnt bist, ist das schon in Ordnung. Man sieht ein bisschen, dass die bei mir hier ein bisschen gebogen ist, aber das kommt halt, weil ich ja beim Häkeln etwas fester die Nadel halte. Ne? Ist aber nicht schlimm, wie gesagt. Ja, das waren jetzt die 3 Projekte, an denen ich gearbeitet habe. Diese Woche nur 3, aber trotzdem etwas. Und wie gesagt, ich wollte sie dir zeigen, ich wollte den Verlauf zeigen, wie weit sie sind. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Däumchen nach oben gibst, wenn dir das Video gefallen hat. Und natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib gesund, hab noch einen wunderschönen Tag und genieß die Zeit. Mach's gut. Tschüss.